Alrighty, sind liebe Leute und damit herzlich willkommen zu Shakes and Fidget und wir gucken uns mal wieder den störartigsten Server an hier, W50, ja, wo ich immer noch bei den störartigen bin. Und ja, ein paar von euch haben sich da gewünscht, dass wir da mal wieder reingucken. Und ja, es ist jetzt kein Elevator, aber es wird auch zum Elevator interessant sein, wie sich der Server schlägt. Beim letzten Mal, wo wir Players to Watch angeguckt haben, Elevator W50 war W50 in den Top 3 Servern vertreten. Beim allerletzten Elevator war es, glaube ich, gar nicht mehr ganz der Fall. Und jetzt kommen ja die ganzen Fusionsserver dann dazu beim nächsten Elevator. Also das wird sehr interessant sein, wie stark W50 dann noch ist. Und wir wollen mal anfangen, indem wir einfach mal kurz durch die Top 30 gucken. Ich habe mir beim letzten Mal, also im August 2023, wo ich mir den Server angeguckt habe, auch so die Top 30 mal aufgerufen. Und dort 30. Platz waren The Young Goats mit 7439 Ehrenhalle-Punkten. Und die Young Goats sind übrigens jetzt noch höher. Und wir sehen, dass Rang 30 8539 Ehrenhalle-Punkte hat. Also das heißt, man kann grob davon ausgehen, dass die Aktivität in den Top 30 und noch höher noch da ist. Das, was schon mal gut ist, ja, für den Server, der ja auch schon mittlerweile recht alt ist. 29 Siabusi. Siabusi war beim letzten Mal gar nicht dabei, glaube ich. Nein. Und die Crew sind auf 28, die waren auf 27, die haben auch 500 Ehrenhalle-Punkte mehr gemacht. ZSKC Fighters, die waren beim letzten Mal 29, da sind sogar hochgerutscht. Dann The Young Goats, wie gesagt, Red Wings. Die Red Wings kommen mir sehr bekannt vor. Oh. Die Red Wings, die waren beim letzten Mal noch auf Rang 6. Deshalb kommen sie mir auch so bekannt vor. Da scheint ein bisschen was passiert zu sein. Der Leader ist immer noch der gleiche. Also Magor. Aber die Gilde... Ich weiß gar nicht. Red Wings 457 beim letzten Mal im Durchschnitt, jetzt 335. Also die haben ganz viele hohe Spieler verloren. Vielleicht gab es eine Fusion, ich weiß es nicht. Aber das fällt dann natürlich schon mal auf. Ja. Magor selber ist ja ein sehr, sehr starker Spieler. Back in the game. Hat er reingeschrieben. Naja, also ich meine, es ist jetzt über ein halbes Jahr her, ne, wo wir wieder reingeguckt haben. Das kann also schnell mal gehen. Und ja, vielleicht sind sie ja fusioniert mit einer anderen Gilde. Wir gucken mal, ob wir dann in der Spitze noch eine große Veränderung sehen. Chaos, die waren beim letzten Mal auch hier dabei. Die hatten auch jetzt 1000 Ehrenhalle-Punkte mehr, immerhin. Molten Core, die kommen mir auch bekannt vor. Bei Molten Core sehe ich, ja, genau, die waren 26. Jetzt 23. Devastators. Die waren 17. Ja, die haben kaum Ehrenhalle-Punkte zugewonnen, die waren damals auf 50. Leute, jetzt 46, die scheinen da auch ein bisschen Probleme zu haben, aber halten sich noch. Ja, die Gilde hier ist relativ konstant geblieben. Cheska Crew ist auch relativ konstant. Die sind ein Teil beide nach oben gegangen zum Beispiel. Also da kann sein, dass da vielleicht ein paar Spieler von Devastators rübergerannt. Das sind die Müllwälder. Die waren beim letzten Mal 28, sind jetzt 19 und sind auch voll. Also beim letzten Mal waren die gar nicht voll gewesen, haben 2000 Ehrenhalle-Punkte plus gemacht. Sieht nach einer Gilde aus, die sich auf dem Server dann, ja doch, relativ gut halten kann. Ich überlege ja tatsächlich, ob ich diesen Server wieder zumindest ein bisschen spiele. Dann wäre die Müllwälder vielleicht sogar eine Gilde für mich. Muss ich mir noch überlegen, weil es ist natürlich ein immer noch recht starker Server. Ja. Aber es ist halt eher aufgrund der Zeit, dass ich mir da nicht sicher war. End of Time. Die waren 22. sind jetzt 18. Auch die ein bisschen nach oben gerutscht, obwohl die 2 Leute weniger sind. Flaggschiff Nixe auch relativ konstant. 21 gewesen, jetzt 17. Also auch leichtes Plus. Agentur für Arbeit. Die war 20. Die ist jetzt 16. Ja, also sind auch alles deutsche Gilden anscheinend. Also sehr interessant auch in der Stelle, dass da mal ja, hauptsächlich deutsche Gilden unterwegs sind. Und immer noch aktiv sind, ja, das ist gut. The Forest, ja, die waren 16. Die sind 14. Die haben jetzt auch über 1300 Ehrenhalle-Punkte plus genommen. Man sieht jetzt hier auch schon natürlich deutliche Unterschiede. Es ist, glaube ich, die erste Gilde mit durchschnittlich 400 plus Level. Und dann gibt es auch gleich wieder einen nächsten Sprung bei Triggery. Die waren 18. Sind jetzt 13. Die sind ordentlich nach vorne gekommen. Hollywood, die waren beim letzten Mal gar nicht dabei. Also wo die jetzt herkommen, kein Plan, vielleicht. Ja,
Kein Plan, kann ich nicht erklären, ne? Aber gut, man sieht, einige Gilden fallen nach unten, andere kommen hoch. Das gibt's. The Prophecy war eine Gilde, die ich sehr gerne beobachtet habe. Die sind peu à peu vom Server immer ein bisschen höher gekommen. Die sind jetzt hier wieder auf Rang 11, damals 14. Also die liegen ganz gut dabei. Die sind auch hier relativ voll. Also tatsächlich wohl auch wirklich Rang 10 Contender. Ace of Space, die waren beim letzten Mal 12. Die haben auch ordentlich Ehrenhalle Plus gewonnen, jetzt auf dem 10. Platz. Auch so eine Mischgilde. The Burning Legion, ja, oben waren 11. sind jetzt 9. Auch die haben ein gutes Plus bekommen. Exil, die gab es von einem halben Jahr auch gar nicht zum Beispiel, ja. Aber Neo ist der Gildenleiter. Und Neo war beim letzten Mal Gildenleiter von Herzblut. Jetzt weiß ich nicht, ob Herzblut sich aufgelöst hat und die eine neue Gilde gegründet haben. Ich kann es nicht ganz sagen. Hier ist der Kev dabei, ne? Die Beschreibungen geben jetzt auch nicht viel her. Nö, das nicht. Aber, ja, da sieht man, Herzblut gibt es halt gar nicht mehr, ne? Also so schnell kann das gehen. Dann haben wir noch Might and Magic. Die waren beim letzten Mal von über einem halben Jahr auch noch nicht vertreten. Also Quabosch sehe ich Gildenleiter, der war Extreme Madness Gildenleiter. Also das kann sein, dass die sich umbenannt haben oder auch gewechselt sind, keine Ahnung. Extreme Madness war beim letzten Mal Rang 13, die sind jetzt hier 7. Also das könnt ihr euch sagen, Rising Star, Hungry Hippos, ja, und auch die anderen Gilden, die sind nach wie vor vertreten in der Top 6. Da war eben Red Wings beim nächsten Mal dabei. Und, ach, guck mal an, Hollywood. Stimmt, jetzt haben wir das Thema mit Bollywood wahrscheinlich. Deshalb auch hier. Ja, weiß nicht. Also ich glaube, dass Hollywood sich aufgelöst hat, wahrscheinlich auch wegen der Bannwelle. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das damit zu tun hat. Und ja, die Gilden, also sich halt einiges dadurch wahrscheinlich auch gemixt, ne? Hollywood war ja auf der 2 gegen Crit Happens. Jetzt ist Dead Valley auf der 2, 3000 Ehrenhallenpunkte Abstand zu Crit Happens. Also Crit Happens macht hier die 1 ganz klar, ja, wert oder fest. Auch beim letzten Elevator sind sie ja, da waren die 3 schon Top 3. Da war Hollywood auch schon gar nicht mehr dabei anscheinend. Und dann die Holzwelle-Hütte mit Abstand, dann Rang 4, aber hält sich auch noch, ne? Ist auch krass. Muss man auch mal sagen, ja. Genau, also so sind die Teams schön. Die Hungry Hippos war auch so ein Team, was ich sehr gerne verfolgt habe, dass die sich da oben halten. Und ja, schauen wir mal jetzt auf die Spieler, würde ich mal meinen. Da das letzte Mal natürlich sehr lange her ist, werde ich jetzt nicht so detailliert auf die Spieler einzeln eingehen, aber Affenkopf zum Beispiel, ja, der hat Level gemacht, aber nicht so viele Tränke drin. Er scheint noch aktiv zu sein. Die Werte kann ich dadurch jetzt nicht so gut vergleichen, theoretisch sogar, muss ich sagen, war beim letzten Mal auch schon die gleichen Tränke drin. Also, ja, schwierig zu sagen. Nee, stimmt gar nicht, der hat einen Stärketrank beim letzten Mal drin gehabt. Besser sieht es da wahrscheinlich bei Avox aus. Bei Avox, gucken wir mal. Der war 497. Der hat 50 Level gemacht. Da wurde eine Dungeon-Pause gespielt. Und der spielt auch bei Dead Valley. Er war zum Beispiel damals bei Hollywood. Guck mal an. Ja, also da hat Dead Valley einen starken Spieler dazu bekommen, weil sich die Gilde ja, gewässert hat. Oder da sieht man jetzt auch mal den Unterschied in den Werten. 30.000 Main-Stats mehr. Ja. Da ist ein bisschen was passiert. Dungeon-Pause sei natürlich auch bedankt dafür, aber das hat er sehr gut gespielt, ja. Und Avox von Prophecy, der hat, ich weiß nicht, ob er auch Dungeon-Pause aufgelöst hat. Ich denke schon, der war 476 und der ist jetzt 510. Ja, er hat damals Alugear drin gehabt. Dementsprechend kann ich jetzt die Werte auch nicht vergleichen. Vom Rang ist er ein bisschen zurückgefallen, sehe ich gerade. Avox übrigens 54. gerade im Rang. Naja. Schauen wir mal auf Double Trouble. Das müssten Assassine gewesen sein. Genau, Double Trouble war beim letzten Mal 505, erst 529. Er hat die Dungeon-Pause wahrscheinlich eher schon aufgelöst gehabt. Oder sie nicht so dezent gespielt. Auch er hat ein gutes Plus in Stats bekommen. Er ist sogar 44. im Rang. Also Avox hätte wahrscheinlich die Option mit den Werten. Ja, wobei, er hat weniger Ausdauer. Also von den Werten her ist Double Trouble echt auch gut unterwegs. 35k. Also von den Stats
da ist Avox im Ausdauerbereich schlechter geskillt. Hat weniger Skills, also nicht schlecht, dass er sich trotz des niedrigen Levels da so gut halten kann. Esther spielt noch weiter, damals bei Rewind 420, hat 27 Level gemacht, 30% Mount und hat jetzt auch gar keine Tränke mehr drin. Offiziersclub hatte ich jetzt nicht in den Top 30 gesehen, also das heißt ja nicht, dass kleinere Gilden nicht aktiv sind, aber die haben es dann natürlich schwerer. Aber er scheint noch weiter zu spielen. So, Fräulein Haut drauf, ja, war damals auch bei Hollywood, ist zu Dead Valley gekommen. Hat keine Waffe drin, ich könnte sie angreifen. Volles Set, 521, jetzt 540 als Battle Mage. Will sich runterfallen lassen oder keine Ahnung. Fürs SA, ich weiß gerade nicht, warum die Waffe jetzt hier draußen sein muss. Aber, ja gut, vielleicht für die Beutetaktik. Es könnte sein, dass sich fallen lässt. Auch ein sehr starker Char. Ist interessant, die Leute, die bei Hollywood waren, bisher alle zu Dead Valley gegangen, nämlich auch Grebo. Der war, wo ist denn Grebo bei mir gewesen? 508, der Krieger, jetzt 535. Hat auch einen guten Boost in seinen Stats bekommen. Das sieht sehr, sehr schön aus hier, das Set. Sehr nice. Ja, auch mit dem Schild, also wunderbar, sehr starker Krieger, 97. Also dem Server ist das auf jeden Fall auch sehr, sehr top über die Zeit. War vielleicht früher, nämlich zum Beispiel war er 164. nur. Ist jetzt immer eine Momentaufnahme, aber ja, also Dead Valley, komplett die Leute, die ich in der Players to Watch hatte, bisher aufgenommen von Hollywood. Ich meine, die hatten vielleicht auch Inaktive oder es gab eine Wing-Gilde. Ich kann es nicht ganz bestätigen. Ich wollte mal gern zu Klößchen kommen, aber Klößchen habe ich beim letzten Mal irgendwie... Ah, hier. Klößchen war 497, ist jetzt 515, spielt bei der Holzverlöte nach wie vor, hat sich auch ein schönes Set hier angeordnet und hat auch sehr gute Werte hier, kämpft knapp um die Top 100, sehr geil. Let's Runes, den schauen wir uns natürlich auch an, der war 521 Battle Match, jetzt 544 und er ist aktuell 9., damals 15., also ein permanenter Top-Char auf dem Server hier. Ja, hat hier seine Steps für die Dungeon-Pause wahrscheinlich schon damals markiert, aber da war er damals schon drüber. Ja, hat trotzdem jetzt 23 Level gemacht, 23 Level gemacht, was auch sehr stark ist. Und Mr. Fluff Junior oder Fluffy Junior kommt als nächstes. Der war 493, jetzt 539. Auch sehr stark nach vorne geprescht. Er war damals auch bei Hollywood, ist jetzt bei Dead Valley untergekommen. Und mit seinem Berserker von den Werten her nicht ganz so top wie die anderen, die wir teilweise gesehen haben. Trotzdem kämpft er hier auch in den Top 50, vielleicht Top 30 Niveau mit einem sehr guten Char. Nocto kommt als nächstes. Nocto, da muss ich erstmal runterscrollen. Ja, Holzfällerhütte von 483 auf 511 sich gespielt, sehr solide hier auch. Hat er bald die 100k Mainstats. Ist jetzt hier Rang 100. Ich denke, da kommt er auch ungefähr hin. Seine Kosten, die er hier reingeschrieben hat, 2000 Euro. Ja, das ist nicht verkehrt. Über die Zeit auch gesehen mit dem, also wenn man das mal jetzt durch die Zeit rechnet auf einen Monat, ne, dann ist das jetzt unter. Oder? Warte mal, wie alt ist W50? Ist das schon 2 Jahre? Doch, müsste schon 2 Jahre alt sein, ne? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber ich denke mal, er ist damit bei 100 Euro im Monat oder so. Und das ist ja solide. Also wenn man sieht, wo man dann stehen kann auf so einem starken Server, nicht verkehrt. Und es geht dann noch weiter. Genauso wie es weitergeht mit Rexfox bei Rising Star. 418, jetzt 444. Da hat sich natürlich auch in den Werten was getan. Prozentual ein Viertel stärker geworden. Ja, je höher das Level wird, desto mehr Gold gibt es ja auch. Und natürlich gibt es dann auch mehr Skills. Ja. Und das als Aufholjagd. Damals 511 im Rang, jetzt 398. Sieht sehr, sehr gut aus. Liebe Grüße an die Vanessa an der Stelle. Stormhunter 1. Oh, der war bei Prophecy, ist jetzt bei Exil untergekommen. Exil haben wir gesehen. Relativ weit oben dabei. Er hat von 395 auf 411 gelevelt. Hier könnte natürlich auch sein, dass das eine Dungeon-Pause ist. Aber hier immer dran denken, ein Free-to-Play ausgeschriebener Char, der dann natürlich wahrscheinlich keine Dungeon-Pause in solche spielt. Also ich weiß gar nicht, ob man das Free-to-Play dann auch so eine Dungeon-Pause spielen sollte. Macht ja eigentlich keinen Sinn. Und Bestrang 966, damals war er 1142 im Rang selber. Und hat den aktualisiert, den Best Rank. Also, das läuft. Ja, wahrscheinlich, weil auch ein paar Leute inaktiv geworden sind, aber trotzdem, Konstanz ist ja letztendlich da auch das Wichtigste. So,
Und ja, jemand, der konstant relativ weit oben dort mitspielt, ist auch Taube. 521 damals, jetzt 546 mit einem auch sehr starken Krieger. Wir sehen, die Werte, Skills sind relativ ähnlich wie die anderen Top-Leute, die wir hier gesehen haben in einem Top 50 Rangbereich. Aber Krieger mit solchen Schildern, muss schon sagen, sieht im späteren Spielverlauf echt wirklich sehr, sehr nice aus. Ja. Gut, Tobi 5. Tobi 5 war damals auch bei Hollywood beim letzten Mal. Und der ist zur Holzverlöte gegangen. Immerhin, ja. Das ist ja dann mal auch schön, dass da nicht alle zu Dead Valley gegangen sind, ja, damit auch die andere Spiele kommen. Gilde Top 6, noch keinen einzigen Cent in das Spiel gesteckt. Hier auch mit den Zielen 2023 ausgeschrieben. Stärke, Bad Days und Ausdauer. Da müssen wir gleich mal gucken. Wir haben ja 2024. Ob er die Ziele erreicht hat? Nee, die Ziele hat er nicht ganz erreicht. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Aber auch hier 475. Guck mal, Stormhunter 1, 475. Ist das jetzt, also wahrscheinlich, natürlich kriegt man Pilze auch durch andere Möglichkeiten oder man kann auch die Werbung nutzen. Es sieht für mich natürlich nur immer, also rein vom Level her gesehen, würde ich jetzt nicht denken, dass es unbedingt Free-to-Play ist. Aber man sieht es natürlich auch in den Skills im Verhältnis. Aber trotzdem ist hier, also der Unterschied sehr krass. Also entweder, ich war mal der Meinung, Stormhunter hat das auch nicht schlecht gemacht als Free-to-Play-Spieler. Aber hier ist ja ein extremer Unterschied zu sehen. Das kann ich jetzt nicht erklären. Also ich weiß, der Tobi 5, der guckt viele Videos, schreibt auch viele Kommentare. Kann ja mal genau schreiben, wie viele Pilze er vielleicht bekommen hat oder ob das oder über welche Art und Weise er darüber spielt. Das würde mich natürlich sehr interessieren, weil ich das ja sonst überhaupt nicht sehe. Universe, ja, der war auch bei Hollywood, der ist zu Dead Valley. Also die ganz krassen Top-Spieler hat sich Dead Valley da anscheinend geschnappt. Zumindest die, die in der Blast to Watch dabei waren. Der hat nochmal ganz andere Werte als die anderen, die wir gesehen haben. Aber das war schon damals der Fall gewesen. Und ja, er ist jetzt hier 3. Platz. Er hat ja damals zum Serverstart extrem losgepusht. Und ja, hält es auch. Ne? Teilweise ein bisschen abgefallen gefühlt, hält es. So, wer nicht mehr spielt, ist der Vedox. Ja. Der Vedox, der hatte sich im Laufe des letzten Jahres verabschiedet aus der SF-Game-Szene. Leider auch mit seinem damals doch schon sehr, sehr guten Char. Wenn er den Zweiter gespielt hätte, wäre er weiterhin im Top-Bereich unterwegs, definitiv. Das ist natürlich für mich immer noch sehr schade, dass er aufgehört hat, aber er hatte seine Gründe, von daher kann man da nichts sagen. Waldemar 97 hat 2 Level gemacht, war damals Holzfällerhütte, jetzt ist er bei Polskis Rübeck. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass er nicht mehr spielt, deshalb nehmen wir ihn raus. So, Yuka, 494 Holzfällerhütte ist nach wie vor Holzfällerhütte, 494 auf 514. Das ist auch nicht schlecht. Oder von schlechtesten Eltern. Und ja, jetzt hier im Rangbereich 122, damals 127, also kratzt so ein bisschen an den Top 100. Aber ja, ist ja trotzdem eine sehr gute Char auf diesem Server. Wenn der nächste Helle wieder kommt, wird auch Holzfällerhütte froh sein, dass da solche Spieler da auch mitmachen. Ne? Also vielleicht auch ein paar Pilze ausgeben. Das ist auch drin. Und jetzt kommen wir noch zu da Silver Player. Den muss ich jetzt nochmal runter. Genau. Der war 509 bei Rising Stars, auch noch bei Rising Star mit 530. Sehr stark, hat jetzt hier aber Alugier drin. Deshalb kann ich nur die normalen Stats sehen. Ja, aber die sind jetzt auch nicht so schlecht. Die sind nicht ganz so top wie die meisten anderen, die jetzt hier in dem Levelbereich sind. Ja, also Double Drop zum Beispiel, ne, der hat da schon mehr. Aber es ist trotzdem echt immer noch sehr gut und sehr stark. Und deshalb baut auch bei Rising Star wahrscheinlich einer der stärkeren Spieler. Wenn man jetzt mal die anderen anguckt, okay, Nixon zum Beispiel ist voll auf Stärke gegangen. Der hat insgesamt, Danox, nicht Nixon. Ja, aber er hier zum Beispiel, ach, der spielt anscheinend auch gar nicht mehr. Böse Melone da auch dabei, krass. So, da sieht man, ist er von den Skills im Verhältnis echt nicht schlecht dabei. Ja, genau, super. Also, wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall beim nächsten Elevator das Ergebnis angucken, das Overall-Ergebnis, was Timotep reinstellt. Wie viele Gilden von B50 dann über 2 Millionen Punkte gemacht haben. Also das, also wie stark der Server dann immer noch ist im Verhältnis auch zu den Fusionsservern. Das
wird sehr interessant sein. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.